Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, ist mir nun zugeschaltet. Wir wollen genau über diesen Wahlkampf auch sprechen. Herr Patzelt, schön, dass Sie Zeit haben. Einen schönen guten Tag. Nun sind das ja ganz interessante Zahlen, die in einer neuesten Forsa-Umfrage da jetzt auch veröffentlicht worden sind. Demnach profitiert das BSW eindeutig, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen. Hingegen verliert die AfD. Wie würden Sie denn das jetzt einordnen? Also ist da eine Art Meinungsumschwung im Gange oder sind da vielleicht auch die Ungenauigkeiten dieser Umfragen, die da zu Buche schlagen? Nachdem jetzt die Umfragen ziemlich unterschiedlich sind, etwa von Forsa oder von INSA, kann es schon sein, dass wir zwei Ursachen für dieses sich verändernde Bild in den Umfragen haben. Das eine, dass die Wählerschaft selbst unsicher geworden ist, was sie denn nun tatsächlich wählen soll. Denn immerhin, die AfD ist als eine rechtsextremistische Partei ausgeflaggt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wirkt wie eine neue Partei der Mitte, die ja sogar von der CDU umworben wird. Und dann ist es natürlich viel leichter, sich zum Wählern von BSW zu bekennen, als zum Wählen der AfD. Und zum anderen kann es einfach sein, dass in einer solchen Umbruchszeit der Wählerschaft auch die statistisch-demoskopischen Instrumente nicht so zuverlässig funktionieren wie zu Zeiten, in denen es ein festes Meinungsbild in der Bevölkerung gibt. Ja, lassen Sie uns auch noch mal sprechen, Herr Patzelt, über die eigentlich auch inhaltlichen Überschneidungen, die es ja durchaus auch gibt zwischen dem BSW und der AfD. Eins der Beispiele, was ja auch viel diskutiert wurde bisher, ist ja die Unterstützung der Ukraine. Lassen Sie uns da kurz noch mal gemeinsam in einen Ton von Sarah Wagenknecht reinhören. Weil ohne Frieden ist alles nichts. Und es kann nicht wahr sein, dass wir uns in ein neues Wettrüsten hineinbegeben. Es kann nicht wahr sein, dass wir im Ukraine-Krieg immer nur auf Waffen setzen. Wir wollen, dass dieser Krieg auf diplomatischem Wege beendet wird. Dafür wollen wir die Bundesregierung in die Pflicht nehmen. Wir werden uns nur an einer Landesregierung beteiligen, die in dieser Frage eine klare Haltung hat, nämlich die Haltung, wir brauchen Demokratie, wir brauchen Diplomatie und nicht Waffen. Und wir lehnen diese Raketenpläne der Vereinigten Staaten ab. So von ihr schon des Öfteren auch formuliert. Wenn Sie das jetzt mit der Position der AfD in dieser Frage vergleichen, wie ähnlich sind sich denn die beiden Parteien? Diese Positionen sind hier insbesondere für den ostdeutschen Hausgebrauch weitgehend identisch. Auch die AfD meint, dass der Frieden zwischen Russland und der Ukraine möglichst schnell wiederhergestellt werden sollte durch diplomatische Verhandlungen, dass ein Kurs der militärischen Ausgabensteigerung hier nicht zum Ziel führt. Also hier überschneiden sich die politischen Positionen. Außerdem sind sie in Ostdeutschland besonders populär. Und wann immer es sozusagen auch einen leichten oder stärkeren Anti-NATO-Affekt oder Anti-Amerika-Affekt gibt, umso besser ist es in ostdeutschen Wahlen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass die tiefere Gemeinsamkeit zwischen AfD und BSW in der beiderseitigen Entschlossenheit liegt, die Migration nach Deutschland zu begrenzen und nicht bleibeberechtigte Flüchtlinge dann wieder abzuschieben. Das ist die seit langem bestehende Gemeinsamkeit zwischen BSW und AfD. Das ist ein Thema, das nach Umfragen den Ostdeutschen noch mehr auf den Nägeln brennt als das Ukraine-Thema. Und beim sozusagen möglichen Zusammenwachsen von BSW und AfD sollte man die Migrationsthematik eben auch immer auf dem Schirm haben. Aber das ist jetzt ja auch gerade für die Landtagswahlen, Herr Patzelt, eigentlich gar nicht mal zwingend das erste Thema. Denn ich meine, Abschiebungen sind zwar Ländersache, aber die Entscheidung, wie viele Menschen nach Deutschland kommen, wie sieht es mit dem Grenzschutz aus, mit den Außengrenzverfahren, das ist ja alles Bundespolitik. Auch die Unterstützung der Ukraine mit Kriegsmaterial, mit Waffen, ist nicht Landessache und es ist auch das Hinwirken auf eine diplomatische Lösung des ukrainisch-russischen oder besser gesagt russisch-ukrainischen Konflikts keine Ländersache. Es sind einfach die Themen, welche die Bevölkerung derzeit interessieren und immer wieder zeigt sich, dass Landtagswahlen nichts anderes sind als Abstimmungen über Bundespolitik. Wäre es anders, dann stünde es um die Wahlaussichten der Unionsparteien, etwa in Sachsen, wesentlich anders, als es tatsächlich um sie steht. Es ist antibundespolitischer Affekt, der viele Landtagswahlen und die kommenden im Osten ganz wesentlich prägt.
Themen, die bewegen, werden da also rausgepickt. Wenn wir jetzt, Sie haben das ja auch angesprochen, die diversen Gemeinsamkeiten, die es ja auf inhaltlicher Art durchaus gibt, ist ja schon die Frage, wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen? Könnte es die geben zwischen AfD und BSW? Auch dazu hat sich Sarah Wagenknecht noch mal jetzt ganz frisch geäußert. Wir hören noch mal rein. Wir haben immer gesagt, dass wir mit Höcke selbstverständlich nicht koalieren, weil dieser Mann vertritt eine rechtsextreme Auffassung und das ist nicht das, wofür wir antreten. Allerdings finden wir, dass es eben tatsächlich notwendig ist, die Hysterie aus dem Umgang mit der AfD rauszunehmen und uns einfach sachlich mit ihr auseinanderzusetzen, weil das, was die anderen Parteien in den letzten Jahren gemacht haben, hat ja offensichtlich die AfD nicht geschwächt, sondern gestärkt. Wenn ich das so weiterdenke und wenn man da genau zuhört, also Herr Höcke wird hier als Hemmschuh genannt. Das heißt ja aber andererseits auch nicht, dass eine generelle Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen wird. Oder wie würden Sie die Worte von Frau Wagenknecht interpretieren? Frau Wagenknecht hält sich sämtliche Optionen offen und das ist politisch auch sehr klug. Eine Option kann die sein, jawohl, wir arbeiten mit der AfD zusammen, aber nur, wenn Höcke nicht Ministerpräsident wird, was dieser freilich für den Fall, dass die AfD stärkste Partei wird, schon ausgeschlossen hat, dass er dann auf das Amt verzichten würde. Es hält sich Sarah Wagenknecht auch offen, dass, wenn die CDU demütig sozusagen auf den Brustwarzen zu ihr angekrochen kommt, dass sie vielleicht auch eine CDU-Minderheitsregierung unterstützen würde, wenn die noch ein wenig mit vielleicht einer anderen Partei, wenn die Grünen oder die SPD in den Landtag kommen sollten, sozusagen weniger rechts der Mitte aufgestellt wäre. Kurzum, sie hält sich alle Optionen offen und das alles ist Hinweis darauf, dass die bisherigen deutschen Parteien viele Politikwünsche, viele Hoffnungen der Bürgerschaft nicht richtig erfüllen, sodass man seine Hoffnungen auf neue Parteien setzt, von denen man so ganz genau auch nicht weiß, wie sie sich denn in der Regierungsverantwortung bewähren würden. Immerhin ist das Bündnis Sarah Wagenknecht eine der großen Unbekannten der deutschen Politik, hat relativ wenig Mitglieder. Der Zustrom von Mitgliedern wird kontrolliert, ob die Partei eher demokratisch oder von oben nach unten organisiert ist. Das ist alles so klar auch nicht. Kurzum, diese Wahlen zeigen, wie fatal der politische Kurs der etablierten Parteien während der letzten Jahre gewesen ist. Eine große Wundertüte, was vor allem dann eine mögliche Regierungsbildung in Thüringen und Sachsen dann auch angeht. Herr Patzelt, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse. Gern geschehen.